Hallo, ich heiße Anna. Ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Ägypten und ich wohne jetzt in Berlin. Meine Hobbys sind Musik hören und Deutsch lernen. Und du? Wer bist du? Hallo, liebe Zuhörer. Möchtet ihr neue Freunde finden? Möchtet ihr perfekt und ohne Angst über euch selbst sprechen? Dann bleibt hier. Heute machen wir euch zu absoluten Deutschprofis. Lukas, schnell, hilf uns! Hallo Anna, das war eine fantastische Vorstellung. Du sprichst wirklich super Deutsch. Hallo zusammen, willkommen beim Learn German Podcast. Anna hat recht. Heute lernen wir, wie man über sich selbst spricht. Ganz einfach und schrittweise. Wir machen Shadowing. Hör zu und sprich nach. Wir beginnen mit Schritt Nummer 1. Der Name. Es gibt 3 einfache Wege. Weg Nummer 1. Wie heißt du? Hör zu und sprich nach. Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Anna. Ich heiße Anna. Ich heiße Anna. Ich heiße Anna. Weg Nummer 2. Wie ist dein Name? 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 Mein Name ist Lukas. Mein Name ist Lukas. Mein Name ist Lukas. Mein Name ist Lukas. Lukas, der Name ist einfach. Aber jetzt fragen die Menschen, woher kommst du? Ja, das ist Schritt Nummer 2, die Herkunft. Wir benutzen das Wort aus. Woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Ägypten. Ich komme aus Ägypten. Ich komme aus Ägypten. Ich komme aus Ägypten. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Ägypten, aber ich wohne jetzt nicht dort. Wie sage ich meinen aktuellen Wohnort? Das ist Schritt Nummer 3, der Wohnort. Hier benutzen wir das Wort in. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Kairo. Ich wohne in Kairo. Ich wohne in Kairo. Ich wohne in Kairo. Jetzt kommt eine sensible Frage, Lukas. Das Alter. Kein Problem, Anna. Die Zahlen sind wichtig. Wir sagen, ich bin Jahre alt. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt.
Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. Und was machen wir jeden Tag? Die Arbeit. Wie spreche ich über meinen Beruf? Das ist Schritt Nummer 5. Der Beruf. Achtung, für Frauen hängen wir ein in an das Wort. Was bist du von Beruf? 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 Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. Ich bin Studentin. Ich bin Studentin. Ich bin Studentin. Ich bin Studentin. Freizeit, mein Lieblingsthema, Lukas. Was machen wir gern? Das ist der letzte Schritt. Die Hobbys. Hör zu und sprich nach. Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Jetzt kommt das Powertraining. Ich sage das Personalpronomen, du machst das Verb im Kopf fertig. Schnell und laut antworten. Ich, wohnen. Ich wohne. Du, heißen. Du heißt. Er, kommen. Er kommt. Ich, sein. Ich bin. Sie, spielen. Sie spielt. Jetzt hören wir den kompletten Dialog. Anna und ich treffen uns auf einer Party. Hör gut zu. Verstehst du jeden Satz? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wie heißt du? Ich heiße Lukas. Und wie ist dein Name? Mein Name ist Anna. Wo bist du von Beruf, Lukas? Ich bin Lehrer. Und was machst du von Beruf? Ich bin Studentin. Ich studiere hier. Ah, sehr schön. Woher kommst du, Anna? Ich komme aus Ägypten. Aber ich wohne jetzt in Berlin. Und du, woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Und ich wohne auch in Berlin. Wie alt bist du? Ich bin 23 Jahre alt. Und wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre alt. Was sind deine Hobbys? Ich höre gern Musik. Und ich lerne Deutsch. Und deine Hobbys? Ich spiele Fußball. Es freut mich, Anna. Ganz meinerseits, Lukas. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hervorragend gemacht. Das war unsere ultimative Masterclass für die Selbstvorstellung. Du hast das fehlerfrei geschafft. Du kannst jetzt deinen Namen sagen, deine Herkunft nennen, dein Alter deklarieren und über deine Hobbys sprechen. Alles ist jetzt perfekt strukturiert in deinem Kopf. Hör diese Episode ganz oft. Das ist die beste Übung. Sprich heute vor dem Spiegel über dich selbst auf Deutsch. Übung macht den Meister.
Danke fürs Zuhören beim Learn German Podcast. Viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss zusammen, bis bald.